Mein Name ist Silvan Klaudrath. Ich bin quer durch Deutschland gereist, um mich mit den spannendsten Führungspersönlichkeiten Deutschlands auf einen Kaffee zu treffen. Heute bei Culture Coffee Florian Westphal, der ehemalige CEO von Ärzte ohne Grenzen. Ja, wenn ich mir vorstelle, wie ihr so arbeitet, sowohl hier in der Verwaltung, aber dann halt auch im Feld, habe ich mich von außen so gefragt, wie funktionieren eigentlich Business Reviews? Also gibt es da eine bestimmte Methode, die ihr verwendet, die speziell ist für eure Art von Unternehmung? Oder nehmt ihr was auch sonst so in der Privatwirtschaft verwendet wird? Wie funktioniert das? Also ich denke schon, dass das gerade hier in Deutschland gar nicht so ungewöhnlich ist. Ne? Wir haben Momente, zwei große Momente im Jahr, wo wir regelmäßig komplett umfassend an den Vorstand berichten müssen. Da werden verschiedene Indikatoren natürlich zu Rate gezogen und gemessen, aber da wird auch narrativ durchaus viel berichtet. Da versuchen wir dann natürlich auch zu erklären, ganz klar, wo wir unsere Ziele nicht erreicht haben und warum. Eine ganze Menge unserer Ziele hier in Deutschland sind ja relativ messbar. Wenn ich jetzt eine Fundraising-Operation mache, Spendengenerierung, dann habe ich eine relativ präzise Planung, was ich wofür ausgeben möchte übers Jahr gesehen und in etwa auch tatsächlich, was ich mir daraus erhoffe an Einkommen. Da kann man relativ viel gut messen. Bei anderen Sachen, Lobbytätigkeit im politischen Berlin, Politiker überzeugen, gewissen humanitären Krisen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, ist das ein bisschen schwieriger. Aber sonst so in Deutschland ist es, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich. Ne? Im Feld ist es dann oft noch mal ein bisschen komplexer. Weil letztendlich sozusagen das Umfeld, gerade in Hochrisikogebieten mit echt schlecht entwickelter Infrastruktur, so in Somalia oder Südsudan, ist einfach sehr viel schwerer vorhersehbar. Da gibt es einfach immer viele Komponenten, die kann man nicht planen. Und das ist deswegen auch mit dem Risiko verbunden, dass Sachen schiefgehen. Aber im Prinzip gibt es auch da Planungs- und Berichtsinstrumente und unsere Kolleginnen vor Ort stöhnen auch durchaus über die Tatsache, dass natürlich auch sie immer sozusagen regelmäßig Rechenschaft ablegen müssen, vor allem natürlich über die Verwendung von letztendlich Spendenmitteln. Wir sind uns immer dessen bewusst, dass das alles bezahlt wird von ganz vielen, von weltweit über 6 Millionen Menschen, die jeden Monat sich entschließen, ein bisschen was von ihrem Geld zu nehmen, um es an Ärzte ohne Grenzen zu spenden. Und das tun die nicht, damit es mir in Berlin gut geht, sondern das tun die, damit wir Menschen in Not effektiv medizinisch helfen können. Ja, und wenn ich kann mir sehr gut, wenn ich mich reinversetze, vorstellen, wie die Input-Seite, quasi die Mittelverwendung, wie das natürlich klassisch reportbar ist. Ja. Der Output wiederum, der Effekt, der Ja. ist natürlich total schwer bei euch zu messen. Ne? Was wurde Ja, damit erreicht? ne, also der Output natürlich, so gewisse Sachen kann ich zählen, ne? Wie viele Masernimpfungen, wie viele Kinder haben wir gegen Masern geimpft oder mit Malaria versorgt und so weiter. Aber tatsächlich ist das dann oft gar nicht so leicht, wenn man sich darüber Gedanken macht, ja, das hat der Einzelperson geholfen, aber sozusagen längerfristig haben wir irgendwas tun können, um Land auch aus einer Krise rauszuhelfen. Ich war jetzt vor einigen Wochen gerade in Sierra Leone, wo wir versuchen tatsächlich vor allem auch sehr stark das Gesundheitsministerium in seinen Kapazitäten zu stärken, auch Personal auszubilden und so. Extrem wichtig, aber das ist sehr viel schwerer messbar. Es kann ja auch sein, dass wir jemanden medizinisch dann total gut ausbilden und die Person dann aber aus völlig legitimen Gründen sich entschließt zu emigrieren und irgendwo in Südafrika oder so einen besser bezahlten Job anzunehmen. Dafür kritisiere ich sie nicht, aber letztendlich, ne, unser Output ist, wir haben jemanden ausgebildet, der Impact längerfristig, der ist oft sehr schwer feststellbar, tatsächlich. Und wenn ich mir wieder jemand im Feld vorstelle, der, ein Arzt und der hat dann x Anzahl ärztliche Kollegen, die er da vielleicht irgendwie leitet, was kriegt der für ein Handwerkszeug in die Hand, um selber Business Reviews mit den Leuten gut zu machen? Habt ihr da eine Methodologie oder sind das einfach Dinge, die die Leute selber... Ja. Nee, wir haben schon eine Methodologie. Ich glaube, wahrscheinlich würden viele sagen, eine etwas altmodische. Also wir sind noch sehr oft sehr viel dran, so am guten alten Logframe und so.
Die Leute wissen das schon, dass sozusagen, dass das zu ihren Pflichten gehört, gerade wenn sie im Feld eine Management-Koordinationsrolle innehaben. Und wir versuchen die dabei auch zu unterstützen. Ich glaube sozusagen, diese quantitativen Indikatoren, Mittelverwendung und so, das ist alles relativ konventionell fast, kann man sagen. Wo es echt schwieriger wird, aber was extrem wichtig ist, wie messen wir denn eigentlich die Qualität unserer medizinischen Arbeit? Ne, weil es geht ja nicht nur darum, wie viele Kinder haben wir medizinisch versorgt, sondern wie gut haben wir diese Kinder medizinisch versorgt. Also letztendlich, wie gut war die Qualität unserer Arbeit? Und das kann echt eine Frage von wirklich Leben oder Tod sein. Und da sind wir sehr intensiv dran. Also wir versuchen auch tatsächlich sicherzustellen, dass medizinische Zwischenfälle und auch medizinisches Fehlverhalten wirklich berichtet wird, damit man daraus lernen kann. Und wir sind natürlich manchmal auch dann in eine Situation gebracht, wo wir feststellen, dank der Prüfung und Kontrolle, nein, die Qualität, die wir hier unter diesen Umständen leisten können, die ist nicht gut genug. Da ist es tatsächlich besser aufzuhören, als so schlecht weiterzumachen. Wir haben so ein Prinzip, do no harm, tu niemand etwas Schlimmes an. Und das kann manchmal tatsächlich bedeuten, dass leider die beste Lösung ist, auch eine Aktivität einzustellen. Dafür braucht man ganz umfassendes sozusagen Controlling, ständiges Monitoring, auch mal abgesehen von den formalen Berichtsmomenten. Ja, ich habe dieses Bild im Kopf, du baust eine Schule irgendwo, jetzt vielleicht nicht in eurer Tätigkeit, aber ihr baust eine Schule irgendwo, aber dann wird irgendwie der Nachbarstamm überfällt dann dieses Dorf, weil die Schule da ist und dann hast du eigentlich mehr Schlechtes geschaffen als Gutes geschaffen. So, ne? Also, Ja, das kann sein oder das kann tatsächlich auch wirklich passieren, dass man natürlich sozusagen einer gewissen Gruppe in dem Dorf zum Beispiel hilft, auch materiell hilft, vielleicht durch die Verteilung von Hilfsgütern und unbeabsichtigterweise die dann das Ziel von ja oft auch Banditentum werden. Wir haben es ganz viel mit Banditentum zu tun. Aber das andere ist natürlich auch... die freie Wirtschaft auch übrigens. Ja, das auf jeden Fall. Aber das andere ist natürlich auch zum Beispiel, genau, ich baue eine neue Klinik oder ich renoviere eine Klinik, einen Teil vom Krankenhaus, eine Abteilung etc. Das machen wir relativ häufig zum Beispiel, dass wir uns spezifisch jetzt so die Versorgung von Kleinkindern oder Müttern oder so im Krankenhaus kümmern und deswegen um diese Stationen kümmern. Und ich investiere da in die Infrastruktur und so weiter. Und dann nach einer Weile muss ich aber wieder raus, weil ich kann ja nicht ewig dort bleiben. Und dann ist die große Frage, aber was bleibt denn dann eigentlich hinterher nach? Und gerade, was machen die denn eigentlich hinterher, wenn wir weg sind? Und wie ist denn die Qualität der medizinischen Versorgung? Und das ist eben so ein bisschen diese Impact-Frage. Output ist wunderbar, wir können zeigen, haben wir alles renoviert, neuer OP, Super diese auf dem Station, alles viel hygienischer als vorher, toll. Aber das Wichtige ist ja letztendlich, und 2 Jahre später, wenn wir nicht mehr da sind, diese Nachhaltigkeit ist nicht unser vorrangiges Ziel. Unser vorrangiges Ziel ist Nothilfe, Leben retten. Jetzt klinisch direkt an den Patientinnen helfen. Aber sie schwingt immer mit in den Gedanken und in der Planung. Wie können wir so weit wie möglich sicherstellen, dass sozusagen das Gute, was wir schaffen, auch wirklich nachhaltig weiter den Menschen helfen kann? Und wir sind ja beim Thema Führungs- und Unternehmenskultur und schauen jetzt gerade bei euch so ein bisschen rein, wenn ich mir versuche vorzustellen, wo vielleicht auch die Priorität oder Loyalität eurer Kollegen liegt. Die muss ich ja irgendwie teilen. Irgendwie sind sie euch loyal als Unternehmung quasi, also als Social Cause. Gleichzeitig natürlich auch den Menschen vor Ort. Da können Zielkonflikte entstehen, das muss ja nicht immer genau übereinander liegen. Ist der Zusammenhalt bei euch intern besonders groß oder besonders schwach, weil sozusagen man sich nach außen orientiert? Also frage ich mich eigentlich, ist das hilfreich für eure Unternehmenskultur oder schwer? Und tatsächlich ist die Antwort ein bisschen unbefriedigend, weil es tatsächlich ein bisschen beides ist. Also man muss natürlich erstmal sagen, dass wenn wir in einem Konfliktgebiet arbeiten und Konfliktländer sind ja vor allem erstmal auch gesellschaftlich oft extrem polarisiert. Da gibt es nur richtig oder falsch, hier oder da drüben. Da gibt es keinen in der Mitte, ich beobachte mal, ich bin objektiv. Für sowas gibt es in ganz vielen Konfliktsituationen keinen Platz. Und das spiegelt sich natürlich auch in unseren Teams wider. Weil ja 90% plus unserer Mitarbeitenden dort sind
aus dem betroffenen Land. Und die sind nicht nur Mitarbeiter bei Ärzte ohne Grenzen, die haben auch vielleicht, sind selbst vertrieben, die haben Familienangehörige verloren im Konflikt, die haben selbst gelitten, die sind vielleicht selbst misshandelt worden. Und für diese Leute sozusagen, die können das nicht einfach alles so ablegen und sagen, ich bin jetzt Teil von einer unabhängigen, neutralen Hilfsorganisation. Das spielt weiter eine Rolle. Ne? Also und da muss man echt tatsächlich darauf achten. Deswegen ist auch auf diese Präsenz der Internationalen natürlich sehr wichtig, weil die haben natürlich eher die Möglichkeit, eine gewisse Distanz zu wahren und dann auch tatsächlich dafür zu sorgen, dass wir eben nicht irgendwie Opfer von irgendwelchen politischen Interessen werden und nicht zu sehr von der Spaltung innerhalb unserer eigenen Teams irgendwie getrieben werden. Hier in Deutschland haben wir das natürlich so nicht, aber ich glaube sozusagen vielleicht ein bisschen was, also Verwandtes, ganz entfernt Verwandtes ist natürlich sozusagen, dass die Leute, die hier arbeiten, sind schon sehr motiviert, auch von der Coast. Die sind wirklich idealistisch. Aber ich meine, die können ja nicht alles MSF und Ärzte ohne Grenzen opfern in ihrem Leben. Ne? Sie sind auch natürlich normale Arbeitnehmer und die haben Familien und die haben Verpflichtungen und so. Und da muss man tatsächlich auch hier ein bisschen so darauf achten, dass die Leute das irgendwie so ein vernünftiges Maß kriegen. Manche Leute hier muss man echt davor schützen, dass sie sich nicht zu sehr sozusagen für diese Arbeit aufopfern. Die muss man echt abends nach Hause schicken, damit sie halt auch nächste Woche noch gesund und leistungskräftig wieder zurück sind. Sonst haben die das Gefühl, sie sind ständig unter Druck, für diese Brennen Sache der aus. Menschlichkeit immer noch mehr machen zu müssen.